ich habe zufälligerweise mit dem Mikro aufgestanden. Mikro dran. Okay. Ja, das neue Rad. Sorbera Terra. Und weil es ein neues Rad gibt, muss ich natürlich auch fitten lassen, damit das alles so passt, wie es sein muss. Hi Paul. Moin. Freut mich. Hi. Wir nehmen das Rad hier schon mal. Soll ich mich schon umziehen oder? Willst du erstmal die Schuhe haben oder was willst du? Nee, ganz entspannt. Gucken wir mal, da ist ja auf jeden Fall vieles neu. Guck, hier stehst du noch mit Paul Voss Development Team. Ja, das ist nicht mehr ganz aktuell. Und dann erzählst du mir erstmal ein bisschen was zu dem neuen Rad. Ich weiß, also jetzt ganz ohne gestellt, ich weiß tatsächlich nicht, Also das ist ein Fahrrad. warum es das Rad gibt, was zu dem anderen Rad anders ist. Also das Rad gibt es, damit man damit fährt. Der Unterschied ist ein bisschen vielseitiger einfach. Also es ist dein Allrounder. Nee, das ist mein Gravel, also es ist ein Gravel-Wettkampfrad. Okay, das heißt also, das ist das, wo nachher die meisten Wettkämpfe drauf gefahren werden? Alle bis auf ein Gravel. Das heißt, es optimiert sich eigentlich auch für immer was irgendwie Längeres? Ja, aber das Thema hatten wir letztes Jahr schon, also es ist halt, man muss diesen Offroad-Charakter wegnehmen von der Fitting-Perspektive, sondern halt, es ist ein Rennrad. So, es ist ein Rennrad mit Geländereifen. Also so klar, aber ich genau. würde halt auch differenzieren zwischen, ist es ein Rennrad für ein 45-Minuten-Kriterium oder ist es ein Rennrad für... Nee, es ist ein Rennrad für lange Rennen. 4 bis 10 Stunden. Was sehr viel Range ist, aber ja. Ja. Okay, und wir hatten schon mal eine Position auf diesem Super X, die ich jetzt hier quasi noch in meinen Daten habe. Davon mal ausgehend, hast du gesagt, es ist relativ viel neu, aber du hast dich wahrscheinlich irgendwie daran ein bisschen orientiert, angelehnt. Der Sattel ist höher geworden, also ist jetzt glaube ich ein bisschen höher und vorne kürzer, also bin kompakter geworden. Okay, also es gibt Schnittmengen mit der alten Position, aber im Grunde genommen gibt es auch ein paar Veränderungen. Ja, ich habe über das Jahr halt wie immer rumgespielt. Und okay, und jetzt ist die Frage, können wir das durchwinken? Ja, okay. Sattel ist ja immer noch der Physik Argo. Genau. Und 140 oder 150? Wir hatten 140, also der schmale. Okay. Ja, dann gucken wir uns das an. Ich mache auch noch mal gleich ein bisschen Beweglichkeit. Genau, Kurbellänge ist hier kürzer als letztes Jahr. Ist jetzt die 170er dran. Und ich fahre halt komplett neue Pedalen. Ne? Also neue Schuhe, neue Pedalen. Und du hast eben gesagt, du bist mit dem Sattel höher. Genau, minimal. Weil es sich richtig angefühlt hat. Ja. Okay. Wir schauen uns einfach mal an. Okay, dann zieh dich gerne schon mal um. Jo. Ich lasse dir Zeit, ich werde auf jeden Fall ein bisschen länger brauchen als du. Und dann gebonert. Und wie viel wiegst du ungefähr? 62. Ja, 67. 1,78 Meter. Ich denke immer, du wärst irgendwie größer. Also jedes Mal die gleiche. Ja gut, aber wenn man jetzt aufrundet, ist 1,78, würde ich sagen. Einmal rechter Zeigefinger, das ist hier aufs Brustbein, das ist so eine Körperplatte, und du gehst Richtung Kehlkopf nach oben, eine V-förmige Spitze unten. Da zeigst du mir einmal auf die Knochenkante und guckst nochmal geradeaus. Genau. Dadurch, dass alle Daten eigentlich mittlerweile in das Tool fließen, wir sind jetzt schon so an die 500, kriegt man ein sehr, sehr gutes proportionales Verhältnis. Also man kann jetzt, zum Beispiel sehe ich jetzt hier, du hast 1,77 Meter und dann gibt es eine Formel, die wir mittlerweile dynamisch anpassen. Und dann kann ich sagen, dein Oberkörper ist schon mal für diese 1,77 Meter tendenziell ein Stück kleiner, also einen Zentimeter kürzer als jetzt der Großteil an der Durchschnitt an Menschen. Jetzt machen wir das mit der Armlänge und dann Fitting durchführen und dann kriegen wir eine Endposition, dann können wir eigentlich schon, wenn wir das halt tausendfach sehen, mit welchen Proportionen
dann kommen natürlich Variablen dazu, wie Beweglichkeit und sowas, kommen wir in welchen Fit, dass wir eigentlich dann irgendwann einen Fit halt fast komplett ausrechnen können. Ne? Zumindest eine Basis, eine Ausgangssituation. Ne? Bis ich dann komme und sage, nein, so möchte ich das Bis dann nicht. der Paul kommt mit seinem Kopf und der Vorstellung. Und Richtig. gut, dann kannst du runterkommen. Okay, was soll ich machen? Bleiben wir erstmal nochmal ganz normal einfach stehen und schauen nach vorne. Okay, wir machen mal kurz diese Vorbeugegeschichte. Du machst das gleich einfach so ein bisschen in Zeitlupe, bleib noch gerade stehen. Und dann genau, gehst du einfach mit den Händen Richtung Boden, ganz langsam. Und lässt dich ruhig unten mal eine Weile aushängen, aber achte darauf, dass die Knie komplett immer durchgestreckt bleiben, okay? Ja. Dein rechtes Bein ist in den meisten Fällen so, wird immer das eigentlich Dominante sein, aber der Körper will halt es hängt so ein bisschen mit den Hirnhemisphären zusammen. Die linke ist so die dominante Hirnhälfte und die steuert eigentlich die rechte Seite an. Um das aber zu schützen, dass dir das quasi nicht ausfällt in Situationen von hoher Belastung, wird eigentlich wiederum mehr das linke Bein angesteuert. Ja? Und man hat das Gefühl, dass das rechte irgendwie so ein bisschen geschont wird. Ja? Und man sieht das auch so ein bisschen in Rotationsbewegung, aber wir müssen halt irgendwann mal anschauen, ob wir da irgendwas tatsächlich mit Wedges oder sowas machen. Aber wir gucken jetzt erstmal. Schlüpf mal deine Schuhe. Also du hast gesagt, du hast noch gar nichts dran geschraubt, ne? Nö. Okay. Also fühlst du dich wohl da drin? Ja, ich komme halt rein, es fühlt sich halt snack an. Also Eng. Also nicht klein, sondern eng. Ja, genau, also wie ein gut sitzender Laufschuh und nicht wie ein Snickers, weißt du? Ja. Also ein Drache war eher ein Snicker. Was war das? Ja, du hast ihn jetzt aber schon relativ gut auch festgezogen. Und da sind deine Soulstar-Sohlen drin. Ja, die haben die gleiche Sohle, ne? Die gleiche Basis als Sohle. So. Genau, aber das Obermaterial Ist hier anders, ja. ist da einfach ein bisschen Plastik, also ein bisschen weniger verformbar sozusagen. Ne? Dreht einfach mal ganz normal. Kein, fühlt sich scheiße an. Wo willst du, also sag mir einfach, wo willst du, mit welchem Fuß dich hinorientieren, was Die du nicht... Platten fühlen sich zu weit hinten an. So, der ist zu weit nach innen. Der linke fühlt sich okay an, der rechte ist. Also der rechte möchte mit der Ferse weiter raus. Ja. Jetzt kommst du ja eigentlich mit, oder? Ja, Geht es schon so, oder? ja, das ist gut so. Nicht noch zu viel. Ich weiß, dass du es immer sehr, sehr Nee, fest mochtest. ist halt ungewohnt, ist halt anders. Der Sattel ist halt auch zu hoch. Also ich kann nicht da sitzen, wo ich sitzen will, und irgendwie... Also ich würde gerne weiter nach runter machen. So. Das funktioniert eigentlich, oder? Und nach außen auch nicht limitiert. Ja, ich kann eigentlich so hier vielleicht noch einen Ticken mehr nach außen, wäre schon gut. Ich glaube, links ist mehr nach außen, oder? Kann das sein? Nee, eher das Gegenteil, würde ich sagen. Okay, dann fühlt es sich mal so an. Nein, lass es mal so. Das kannst du ja auch nochmal selber ein Ja, bisschen ja. nachjustieren. Komm mal bitte nochmal einmal kurz runter mit mir auf diese Bank. Ich will mir jetzt tatsächlich schauen. Ich glaube, ich habe sogar noch welche davon da. Leg dich mal auf die Bank mit dem Rücken. Warum machst du denn das hier? Steuerst du das aktiv an oder kommst du so mit den Füßen gerade so rein? Ich bin so. Oh, du musst halt mal die Faszien, dieser Fuß, der ist so steif wie ein Bügelbrett. Ist so gut. Ist ja gut. Überträgt ja besser die Kraft. Richtig. Und da? Nö. Er dreht sich halt hier, er kommt halt extrem, Und warum? weil du, glaube ich, einfach, weil es hier quasi so fest ist, dass er dich quasi hier komplett so reinzieht. Ne? Das merkst du, wenn ich halt hier öffnen würde, dann könnte er mal da hinkommen, aber das ist halt einfach, der lässt sich auch gar nicht mehr bewegen. Ja, das ist halt wirklich wie so ein, was eigentlich ein bisschen so gummiähnlich ist, halt so ein Ausschalter. Das ist jetzt wieder die spannende Frage, greift man das auf als den Normalzustand und unterstützt man es oder will man das halt eher wieder zurückentwickeln? Wenn man es unterstützen würde, müsste der Support innen viel, viel höher sein, viel stärker ausgeprägt. Sowas lässt sich ja wirklich relativ einfach so ein bisschen nebenbei regulieren. Einfach
viel barfuß in der Wohnung laufen, wenn man am Schreibtisch sitzt, ist halt einfach so, hat man halt so einen Ball unterm Schreibtisch. Das muss man jetzt noch nicht mal unbedingt im ersten Schritt mit so extremen Übungen machen. Das fühlt sich weird an, ey. Also ich merke es halt. Das ist ein Micro-Adjuster. Ja, aber es fühlt sich schon einen Ticken stabiler an. Ich weiß nicht, ob ich es mal einbilde. Aber der Sattel ist halt nicht richtig eingestellt. Es fühlt sich nicht so. Also irgendwie. Okay, aber wir haben jetzt erstmal ein Setting, auf dem wir mal sozusagen ein bisschen losfahren können, ja? Ja, ja. Okay, geh nochmal bitte einmal in den Unterlenker für mich. Gut, dann kannst du mal Pause machen. So, versuch mal das Ding so festzumachen, dass nachher ungefähr irgendwas so zwischen um die 1, 0,8 bis 1,2. Top. Wie viel bist du jetzt runtergegangen? Ja, so 7 mm, das ist schon ein Stück. Also eine wirklich komplett andere Art und Weise, wie du jetzt auf dem Sattel sitzt. Das müsstest du auch spüren. Dass Ja, jetzt sitze ich drauf. Ja. Ja, was ich vorher meine. Vorher habe ich das Gefühl, das Ding wirft mich runter. Ja, aber so kann ich jetzt, eben gerade war so, dass ich drauf saß, dann war, keine Ahnung, also wie auf so einem Pferd, was, ne? Okay, fahren wir nochmal bitte. Also dein Becken steht halt gerade so und es könnte eigentlich hier hinkommen. Ja. Aber es gibt definitiv, wo du gegenarbeitest und du schaffst es auch nicht über den Oberkörper anzusteuern. Du musst es eigentlich hier unten ansteuern, also aktiv in eine Kippung des Beckens kommen. Okay, bitte nochmal einmal in den Unterlenker. Du bist halt, ne, da ist jetzt sehr viel Raum, du bist nicht überstreckt, aber trotzdem willst du diese Tendenz, mit dem Fuß immer unten drauf zu gehen. Mhm. Das ist auch so ein bisschen Huhn- und Ei-Prinzip, aber ich glaube schon, dass du halt so viel Spannung in der Wade hast, dass du halt einfach immer auf diese Kippbewegung halt draufsteigst. Ja. Also wenn du wenn der Fuß ein bisschen lockerer, freier arbeiten kann, dann kann man vielleicht sogar die Sitzhöhe noch einen Ticken reduzieren, beziehungsweise müsstest du eigentlich okay sein mit einem Ticken mehr Streckung im Bein. Ja? Aber das ist, aber du siehst eigentlich, der Hauptpunkt ist eigentlich diese Interaktion. Ne? Also das ist halt ziemlich gut. Das ist halt eigentlich eine... Ja, die Schultern sehen oben auch entspannt aus. Ne? Du kannst ein bisschen besser stützen aufs Cockpit und dann kannst du dich auch ein bisschen besser fixieren. Du brauchst also nicht mehr so viel Halteaufwand. Weil es ist immer schwierig, Länge heißt ja immer irgendwie, du bist wie in so einem Plank. Mhm. Ja? Und dann wird halt irgendwann einfach ein bisschen fordernd. Die Länge ist aber gut. Aber wenn man jetzt gerade einfach das ganze Ding so ein bisschen so nach da kippt, dann kommt es natürlich ein bisschen mehr von oben aufs Cockpit drauf. Aber nochmal, das ist ja alles, also man kann damit total gut leben, würde ich behaupten. Wenn es gut läuft, dann bringst du die Ferse ein bisschen tiefer, dann kann man vielleicht die Sitzhöhe sogar noch einen Ticken mitnehmen. Genau, aber jetzt rutsche ich ja auch dann auf den Sattel nach vorne, ne? Ja, genau, also flext dich halt immer so ein bisschen zusammen. Ne? Was du halt nicht magst, ist im Prinzip tiefer mit dem Oberkörper werden und diesen Winkel hier schließen. Das ist, wenn das passiert, also wenn du hier vorne eine Etage tiefer gehst, machst du aber auch hier automatisch den hier, um diesen Winkel zu erhalten. Ne? Das ist halt auch einfach, ist halt da noch extremer, aber das ist halt immer ein Teil. Deswegen, ja, also genau, erstmal braucht man wirklich ein bisschen Detonisierung. Ja, also du musst halt einfach diese Wade ausrollen, auch mal ein bisschen an der Flexion arbeiten und auch mal tiefe Kniebeugen, dass du also in einer vollen Range of Motion rund um die Hüfte halt da mal lernst, ein bisschen Power zu entwickeln. Ja? Also mein Fazit war ein Feintuning. Wir haben nicht jetzt den großen Wurf gemacht. Dafür haben wir auch schon zu viel und zu oft miteinander gearbeitet. Ja, neues Rad. Das war angenähert an das, was wir schon bis dato in der Vergangenheit hatten, aber
dann wiederum auch nicht perfekt. In den Cleats relativ viel Zeit verbracht. Da gibt es noch ein bisschen Arbeit abseits des Rads zu tun, weil halt relativ viele muskuläre Strukturen sehr, sehr fest sind und nicht so richtig arbeiten, wie man sich das gerne wünscht. Und die Sattelbelastung ist nicht wirklich stimmig. Also da sieht man, dass man einfach mit sehr aufrechtem Becken irgendwie nur auf einem halben Sattel sitzt. Das konnten wir zumindest, wie man hier sieht, ganz gut lösen. Ja, also wir haben es geschafft, so ein bisschen auf gut Deutsch den Sattel stabiler unter den Po zu bringen. Das erlaubt dann natürlich auch ein bisschen mehr Belastung oder Druck an den Sattel abzugeben. Entsprechend entspannt man sich so ein bisschen im Körper. Ich glaube, das hast du auch ganz gut gemerkt. Ne? Ja, und das ist es erstmal so. Und wenn sich das so ein bisschen Richtung Wettkämpfe und Performance entscheidender Sachen orientiert, geht man da einfach nochmal ran und macht nochmal ein bisschen 2, 3 Kleinigkeiten. Genau, ist ja noch ein bisschen Zeit bis Unbound. Von daher, ist noch ein bisschen Zeit, genau. Bis ich 10 oder 11 Stunden im Sattel sitzen muss. Du bist halt schon immer jemand gewesen, ne, der sehr empfänglich ist für kleinste Justierungen und im Prinzip quasi blind 2, 3 Millimeter Sattelunterschied erkennt. Was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite halt auch ein bisschen schwierig, weil du dich natürlich sehr an dem orientierst, was du halt kennst. Ja, und was du halt ja, genau, aber was ich auch fühle. Ne? Also es ist halt, mich irgendwo versuchen hinzubringen, ist halt schwer, weil sich das scheiße anfühlt und mich das stört. Initial. Ja, genau. Und dann braucht man halt einen gewissen Entwicklungsraum. Also was halt aber jetzt halt quasi da als Störfaktor heute mit reinkommt, ist halt das Empfinden und das Gefühl, wie fühle ich mich ja auch sich dynamisch mitentwickelt, weil du halt muskulär halt mal besser aufgestellt bist und mal ein bisschen schlechter aufgestellt. Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir halt regelmäßiger jetzt nochmal dranbleiben bis zu den Wettkämpfen. Dann wird das schon, glaube ich. Ja, aber es ist auf jeden Fall krass, dass der Sattel noch weiter nach vorne gewandert ist. Das hätte ich gedacht, das habe ich im Griff, aber gut. Ja, aber macht Sinn. Also du bist halt eh schon jemand, der sich dahin orientiert und das wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen wieder zurückentwickeln. Aber gerade für diesen rennorientierten Einsatz, den du dann halt auch suchst, ist das schon okay. Ja? Ob man das halt 10 Stunden muskulär vom Oberkörper so gegenstützt und hält, ist eine andere Frage. Aber auch das wird jetzt nicht morgen passieren. Das heißt, auch daran kann man sich ein bisschen dran entwickeln. Und wie gesagt, wir müssen es beobachten und immer mal wieder ein bisschen feinjustieren, aber wir sind auf einem guten Weg. Gut. Sehr gut. Dann Klappe, Feierabend. Und den seht ihr bald nochmal. Sehr wahrscheinlich im nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und also gestern hast du auch nicht trainiert? Ich fühle mich auch nicht. Wir müssen jemand reden. Ei. Wie soll aus dem Jungen noch was werden? Nix. Das ist nur Hüftbeuge, würde ich sagen.